diesem Video möchte ich dich herzlich einladen zu einer neuen 8-teiligen Serie, in der wir uns überlegen, warum Watercolor für Grafikdesigner richtig interessant ist. Ja, was ist denn erstmal Watercolor, ne? Also eigentlich im Deutschen, ja, da sagen wir doch Aquarellmalerei dazu, ne? Und eigentlich, wenn du Aquarellmalerei hörst, denkst du vielleicht an irgendwelche schönen Landschaften, die ganz fein gemalt sind. Und naja, es hat erstmal so gar nichts mit Grafikdesign zu tun, ne? Aber das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht ganz viele Menschen gäbe, die damit richtig viel Geld verdienen. Ja. Ja, wie kann man denn jetzt nun mit Watercolor Geld verdienen? Also es geht darum, dass man Elemente, wie auch immer die aussehen, von Blätter über Blumen bis hin zu Töpfen oder Bärchen, Kissen, was auch immer, selber malt, diese ganzen in Sets zusammenstellt und online verkauft. Und wenn man das tut, dann stellt man diese Elemente am Computer frei. Man nimmt sein Dokument, was man gemalt hat, scannt das ein, stellt das in Photoshop frei und hat dann PNG-Elemente, die einen transparenten Hintergrund haben. Und dieser transparente Hintergrund, der ermöglicht dir im Prinzip alles damit zu erstellen, was irgendwie möglich ist. Und ja, mit dieser Art von Grafiksets kann man sein Geld verdienen. Und wir gehen jetzt einmal an den Rechner und ich zeige dir mal ein paar Etsy-Shops, die genau das tun. Ich habe 2 Shops rausgesucht, die genau das machen. Die verkaufen Sets mit Grafikelementen, mit Cliparts, mit PNG-Elementen, also PNG-Elemente, die freigestellt sind. Und ja, damit verdienen die doch recht gut ihr Geld, ne? Also ich habe hier 2 Damen. Einmal hier die Isabel Salem von Opia Design Studio. Die hat hier 740 Produkte drin. Daran kann man schon sehen, dass sie das nicht erst seit gestern macht. Aber sie hat auch hier 49.730 Verkäufe. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Also angenommen, selbst sie macht das schon 3, 4 Jahre, dann ist es dennoch schon eine erstaunliche Anzahl. Die Sets kosten durchschnittlich ja so zwischen 4 und 8, 9 Euro, je nachdem. Hier sind auch noch andere Produkte drin, aber mir geht es jetzt einmal hier um diese ja, zum Beispiel dieses Forest Set. Und du siehst schon, hier ist eine schöne Vorschau und dann kannst du sehen, was man damit machen kann. Nämlich, man kann das ja, für alle Art von T-Shirts oder Karten oder sonstige Dinge einsetzen. Und bestehen tut das Ganze hier aus, ich mache das mal groß, hier diese einzelnen Elemente. Es sind Blätter und ja, hauptsächlich Blätter und Äste und kleine Blüten, die alle zusammen ein Grafikset, in dem Fall Forest, ergeben. Und mit dem kann man so einiges machen, ne? Die ganzen Elemente sind freigestellt und dann hat sie daraus auch noch kleine Rahmen gemacht, ja, also solche Kränze hier, die man ebenfalls wieder nutzen kann, weil die ebenfalls freigestellt sind, also nutzen für zum Beispiel, um Karten zu erstellen. Also angenommen, du bist jemand, der Karten verkaufen möchte oder ja, Einladungskarten oder Hochzeitskarten oder welche Karten auch immer. Dann würdest du solche Grafiksets kaufen, weil viel einfacher als sie selber zu malen, und würdest daraus deine Karten zusammenstellen. Du hättest richtig hübsche Karten, die du wiederum verkaufen kannst, weil das hat natürlich alles eine kommerzielle Lizenz. Ich gehe mal hier weiter durch. Ja, hier kannst du schon sehen, ne? Also hier ist so eine Karte mit einer ja, Ankündigung einer Hochzeit. Dann daneben ist eine Karte, die man vielleicht zum Valentinstag verschenken kann, ne? Oder hier sind ja sogenannte Cluster, wo aus den Elementen kleine ja, Blumenarrangements erstellt werden. Kann man daraus auch noch machen, ne? Hat man mehr Elemente. Und hier kleine Rahmen, also einfach ja, Kränze, wie gesagt. Und da sind ebenfalls die Elemente, die ich dir ganz am Anfang gezeigt habe, genommen und ja, als Rahmen zusammengesetzt. Und du siehst hier, was man da alles Hübsches mitmachen kann. Dann kommt noch ein Alphabet dazu, da kann man wiederum auch etwas mitmachen. Und dann geht es wieder von vorne los. Aber du siehst, was da für ein Potenzial hintersteckt. Das Schöne ist, man hat dieses Grafikset, malt das, scannt das ein, stellt das am Computer frei und kann das für immer verkaufen. Und in dem Fall weiß ich auch mal, wovon ich rede. Wir haben daraus Scrapbooking-Kits erstellt und die sind mittlerweile ja so gut 12 Jahre alt.
und die verkaufen sich heute noch. Das ist wirklich erstaunlich. Natürlich bringen mir die keine Millionen im Monat, schön wär's, weil da sind etliche Produkte drin, aber dennoch verkaufen sie sich immer noch. Und das ist natürlich nicht abzustreiten, dass das eine tolle Sache ist, ne? Weil einmal erstellt, verkauft es sich für immer. Und wenn du das auch lernen möchtest, kannst du das tun. Wir haben jetzt einen Kurs im Angebot, einen Watercolor-Kurs. Kannst du dir einmal anschauen. Ich verlinke das hier unten auf unserer Homepage. Und zwar lernst du da, wie du solche Elemente erstellst. Wie du die malst, aber nicht nur wie du die malst, sondern halt auch die ganzen Techniken rund ums Watercolor. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Kurs, wo du dann lernst, wie du das Ganze in den Computer bekommst und letztendlich auch freistellst und so nutzt, dass du das Ganze verkaufen kannst. Wichtig ist erstmal, wenn du noch nie etwas von Watercolor gehört hast, von Aquarellmalerei, dann ist dieser Anfängerkurs genau richtig für dich. Dann lernst du nämlich Schritt für Schritt, welche Techniken es gibt, wie du den Pinsel benutzt, welche Pinselstriche gut sind und wir üben Pinselstriche. Wir üben das Mischen von Farben. Du lernst ein bisschen über Farbtheorie, wie du Farben erstellst, wie du einen Farbkreis erstellst, wie du überhaupt deinen ganzen Aquarellkasten handelst und lernst erste kleine Projekte umzusetzen. Ja, und dann gehen wir natürlich sofort dahin und lernen auch, wie du das Ganze in den Computer bekommst und dann wiederum daraus deine eigenen Produkte erstellst. Ja, ich hatte dir versprochen, es gibt noch ein paar weitere hier. Ich habe hier noch neben der Opia Designs, die wie gesagt 742 Produkte im Shop hat und knappe 50.000 Verkäufe, habe ich dir noch eine Dame rausgesucht, die noch etwas neuer ist, aber nichtsdestotrotz wunderschöne Produkte im Angebot hat. Ja? Hier sind das meistens so kleine, ja, hier Füchse und Eichhörnchen und Rehe. Das ist natürlich sehr schön. Das ist auch, hat so einen Niedlichkeitsfaktor. Ne? Da kann man natürlich noch viel mehr mitmachen. Man kann auch beide Shops prima kombinieren und daraus wiederum was machen. Oder natürlich kannst du es auch selber malen. Ja? Wichtig ist auch hier, sie hat jetzt fast 2000 Verkäufe und sie ist jetzt, ja, ich sag mal 2 Jahre mit dabei. Natürlich hat man am Anfang noch nicht so viele Produkte. Sie hat ganze 56 hier im Shop. Das baut sich natürlich mit der Zeit erst auf. Je nachdem, wie viel Zeit man dafür erübrigen kann, baut sich natürlich mit der Zeit eine Bank an Produkten auf, eine ganze Bibliothek an Produkten, die du hast. Genau wie das auf YouTube passiert, wenn du da jede Woche ein Video veröffentlichst, kommen auch 52 im Jahr dazu. Ne? Und so kann das hier in deinem Etsy-Shop oder in deinem Shop überhaupt auch sein. Du kannst jede Woche ein Grafikset erstellen oder alle 2 Wochen ein Grafikset erstellen, je nachdem, wie viel Zeit du dafür erübrigen kannst. Und dementsprechend kannst du damit mit der Zeit eine Bibliothek aufbauen mit Produkten, die du immer wieder verkaufen kannst. Ja. Und das Schöne ist, du verkaufst die nicht an irgendwen, sondern an Designer. Und dazu musst du natürlich beachten, dass diese Produkte ja nicht mal ebenso schnell zusammengebaut sein können. Die müssen richtig toll sein und die müssen auch richtig toll freigestellt sein, weil natürlich sind die Designer ein bisschen, ja, ich sag mal pingeliger, ne, was diese Sachen angeht und wollen natürlich auch ihren Kunden wiederum qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Ja, wie gesagt, Green Art Story ist ein weiterer Shop auf Etsy und es gibt noch hunderte weiterer Beispiele. Jetzt bitte nicht denken, ja, dann habe ich ja keine Chance. Doch hast du. Warum? Weil du einen ganz eigenen Stil hast. Und jeder, der malt oder irgendetwas erstellt, hat seinen eigenen Stil. Und dieser eigene Stil passt für das ein oder andere Projekt. Natürlich wirst du nicht immer Glück haben und man wird von dir kaufen. Das kann sein, wird leider auch Gottes so sein. Aber das ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, jeder hat seinen Stil und dieser Stil ist bei dem einen oder anderen wieder gefragt. Natürlich, vielleicht hast du auch einen Stil, der bei ganz vielen gefragt ist. Kann auch wiederum sein. Ja? Also deswegen bitte nicht schon im Vorhinein sagen, ach, bringt ja eh alles nichts, es gibt schon so viele. Ja, es gibt schon viele, aber deine Sachen, die gibt es noch nicht. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen und geholfen und du hast aus Teil 1 bereits einiges gelernt und natürlich vergiss unseren Watercolor-Kurs nicht. Ich verlinke den hier in der Infobox und dann hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video. Bevor du mich jetzt verlässt, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und gib uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.